Wie? Geht schon wieder los? Grüßt euch. Hallo, hallo. Da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Learn German with Falk. Und ich bin natürlich Falk, euer Gastgeber zu unserem heutigen Podcast. Heute extra für euch in meiner schönen, traditionellen japanischen Kleidung. Und zwar dieses schöne Kleidungsstück, das nennt man Hanten. Das ist so ein sehr warmes Kleidungsstück, das man, glaube ich, hauptsächlich im Haus trägt, in der Wohnung. Und es hält wunderschön warm. Es ist sehr, sehr warm. Es ist kalt draußen. Ja, in Japan ist jetzt Herbst und es wird langsam kühl. Und wie wir in der letzten Episode ja besprochen haben, wird es in den japanischen Wohnungen schneller ein wenig kühler als in Deutschland. Und deshalb gibt es diese wunderschönen Hanten, diese wunderschönen Hausmäntel. Ja, vielleicht denken einige, wenn sie mich sehen, oh, Falk, warum trägst du denn einen Bademantel? Nein, das ist kein Bademantel, das ist ein, ja, Hausmantel. Ein Bademantel kennt ihr wahrscheinlich, den tragen viele Deutsche gerne nach dem Duschen, nach der Sauna oder nach dem Baden. Hauptsächlich nach der Sauna, also Erwachsene. Kinder natürlich auch gerne nach dem Duschen oder morgens, ja, wie eine Art Morgenmantel. Also, ja, der ist sehr flexibel einsetzbar, dieser Mantel. Aber der hier ist definitiv wärmer, dieser Hanten. Der ist übrigens handgemacht, also wunderbar, ein schönes Stück, ein schönes Kleidungsstück, hält sehr warm. Wenn ihr warme Kleidung braucht und mal in Japan seid, dann kann ich euch empfehlen, einen Hanten zu kaufen. Hält wirklich sehr, sehr warm. Und natürlich, ihr kennt mich, habe ich mir auch wieder einen Tee gemacht. Den trinke ich wieder aus meiner Teetasse, die ihr beim letzten Mal kennengelernt habt, mit den Schriftzeichen für Fische. Oh, ja, der ist gut, der Tee. Und zwar trinke ich heute gebrannte Mandel, Früchtetee aromatisiert. Okay, das ist, ja, ich habe diesen Tee von meiner Mutter geschickt bekommen. Meine Mutter schickt mir manchmal ein Paket aus Deutschland nach Japan. Und da war dieser Tee drin. Da ist zum Beispiel, ja, Mandelstücke sind da drin, Hibiskusblüten, rote Beete, genau, guter Tee. Man soll den Tee mindestens 5 Minuten, mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Und ja, die Temperatur sollte 100 Grad Celsius sein oder 232 oder 212 Grad Fahrenheit. Könnt ihr diese Umrechnung von Grad Celsius zu Grad Fahrenheit? Ich nicht. Ich muss immer im Internet nachschauen. Es gibt aber einen Faktor. Ja, was ist der Faktor? Irgendwas 2, irgendwas wahrscheinlich. Grad Celsius. Ja, wo verwendet man Grad Fahrenheit? In den USA, weiß ich, verwendet man Grad Fahrenheit. Aber in Europa und in Japan benutzt man Grad Celsius. Wenn ihr noch wisst, wo man Grad Fahrenheit verwendet, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Also, ja, wir sind heute wieder uncut, ungeschnitten, weil ich zu faul bin, das Video zu schneiden. Nein, natürlich nicht.
Nicht nur, denn ich möchte auch, dass ihr authentisches Deutsch hört, ohne Skript, also ungeskriptet, so wie ich frei Schnauze, also ganz frei spreche. Ich denke, das ist auch für euch eine schöne Übung, eine schöne Erfahrung. Und natürlich wird es wahrscheinlich ein paar Lücken geben, ein paar Versprecher, also wenn ich etwas falsch sage, einen Buchstaben, einen Artikel oder etwas. Ja, auch Deutsche versprechen sich oder machen mal einen Fehler. Und das zeigt dir ja eigentlich nur, okay, es ist ganz normal, Fehler zu machen. Oder es ist ganz normal, auch diese Lücken zu haben. Also wenn man eine Pause hat, wenn man nichts sagt, eine Lücke. Du kennst das, Lückentext. Du hast früher bestimmt schon mal eine Lückentextaufgabe gemacht. Das steht dann ein Satz und dann ist eine Lücke, da steht nichts und da musst du dann ein Wort eintragen. Also Lücken beim Sprechen sind völlig normal, sind mir persönlich sogar lieber in einer Konversation. Ihr kennt das. Es gibt Menschen, die sprechen wie ein Wasserfall, dieses Naturphänomen Wasserfall. Also sie sprechen ohne zu stoppen. Bla 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 bla. Aber das ist ein bisschen anstrengend. Und sie sprechen auch zu schnell. Manche Leute sprechen sehr schnell und ohne Punkt und Komma, sagen wir auf Deutsch, also ohne Pause, ohne Stopp. Und das ist anstrengend, dem zuzuhören. Und ja, viele schreiben mir, oh Falk, du sprichst so deutlich und langsam. Das kann ich gut verstehen, aber viele Deutsche sprechen nicht so. Natürlich gebe ich mir extra Mühe, ein bisschen langsamer zu sprechen, aber generell denke ich, dass es eine gute Idee ist, nicht zu schnell zu sprechen, weil es für den Hörer angenehmer ist, zuzuhören. Auch für Muttersprachler. Also nicht nur für dich als Deutschlerner, sondern auch für mich, wenn ich mit einer Person spreche und diese Person ein bisschen langsamer spricht, das finde ich eigentlich angenehm und ein paar Pausen macht, ein paar Lücken. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das gut. Darauf trinke ich noch mal einen Schluck Tee. Ja, Tee im Herbst, Tee im Winter, das ist für mich eine Wohltat. Ah, es ist eine Wohltat für mich. Es ist etwas, was mich entspannt, was mich gut fühlen lässt. Eine Wohltat. Ist Tee für dich auch eine Wohltat? Oder was ist für dich im Herbst oder im Winter eine Wohltat? Schreibt das auch gerne in die Kommentare, aber nicht alles. Ich sage die ganze Zeit, schreibt das in die Kommentare, aber natürlich musst du es nicht in die Kommentare schreiben, sonst gibt es zu viele Kommentare. So, ja, worüber sprechen wir heute? Jetzt habe ich gerade schon über Lücken gesprochen, über eine Wohltat. Was können wir denn noch erwähnen? Ja, ich habe gerade Japanisch gelernt. Kurz bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich Japanisch gelernt. Und zwar habe ich auch einen Podcast gehört und ich habe dazu das Transkript natürlich gelesen und habe mir ja ein paar neue Wörter markiert, versucht ein paar neue Wörter zu lernen. Und was ich jetzt mittlerweile auch sehr gerne mache, ist in Gedanken oder manchmal auch laut mitzusprechen. Also das ist so diese Methode des Shadowings. Das mache ich auch ganz gerne. Nicht immer laut, manchmal in Gedanken im Kopf. Aber dieses Wiederholen, denke ich, ist eine gute Methode,
diese Satzstruktur zu verinnerlichen, sich zu merken, die Satzstruktur verinnerlichen, sie dir gut merken kannst und sie dann unbewusst, also gar nicht bewusst diese Grammatik lernst, sondern diese Struktur unbewusst dann ja verinnerlichst und anwenden kannst. Das ist meine Hoffnung, dass das funktioniert. Und ich mache das jetzt seit ja noch nicht so lange. Also dieses aktive Shadowing im Kopf, in Gedanken und laut. Ja, vielleicht die letzten 2 Monate mache ich das ein wenig intensiver, aber ich denke, ja, es ist gut. Wenn ich mit Japanern spreche, merke ich, ich bin ein bisschen besser im Flow. Vielleicht ist das nur ein Gefühl, aber ich glaube, es bringt ein bisschen was. Das mache ich momentan. Das ist eine von meinen Lernmethoden. Darauf erstmal wieder einen Schluck Tee. Ja, wir sagen das so. Darauf erstmal ein Schluck Bier, darauf erstmal ein Schluck Tee. Also, um eine kurze Pause einzulegen und diesen Punkt, ja, so ein bisschen zu feiern quasi. Also, man könnte auch nach einem Erfolg, also zum Beispiel, wenn du dein B1-Zertifikat bestanden hast, dann könnte ich sagen, ja, auf dich, auf das B1-Zertifikat. Oder ich trinke darauf, dass du das B1-Zertifikat bestanden hast. Also auf etwas trinken. Auf dich. Ja, ich trinke auf dich. Immer mit der Präposition auf. Das hatte ich auch letztens im Unterricht mit einem Schüler. Er hat mich gefragt, welche Präposition verwendet man? Und ja, es ist immer die Präposition auf. Ich trinke auf dein Deutschstudium zum Beispiel. Und momentan lerne ich eigentlich keine Vokabeln. Ich glaube, ich habe das auch im letzten Podcast schon erwähnt. Momentan, wie gesagt, höre ich viel Podcast und ja, dieses Shadowing mache ich momentan auch. Ansonsten habe ich auch angefangen, ein bisschen Selbstgespräche in der Sprache, also in meinem Fall auf Japanisch zu führen. Also wenn ich über gewisse Punkte nachdenke und normalerweise würde ich diese Gedanken auf Deutsch haben, zum Beispiel so etwas wie, was esse ich nachher? Ich habe ja eigentlich Hunger auf Nudeln oder was mache ich nach der Arbeit? Soll ich einen Podcast hören? Diesen Podcast kenne ich schon. Diese Gedanken, diese Gedanken versuche ich auf Japanisch zu denken, also diesen inneren Dialog versuche ich auf Japanisch zu führen. Ja, wir sagen einen Dialog führen. Das Verb führen. Führen bedeutet ja, dass man also zum Beispiel führen, dass man anderen Leuten vorausgeht, dass man vorne weggeht, dass man sie führt, ihnen zeigt, wie etwas geht. Aber ein Gespräch führen oder eine Konversation führen bedeutet einfach, ja, eine Konversation haben. Aber führen klingt besser. Das solltest du dir unbedingt merken, diese Nomen-Verb-Kombination, ein Gespräch führen oder eine Konversation führen. Ja, du solltest auf jeden Fall versuchen, eine Konversation auf Deutsch zu führen. Mit Freunden,
mit einem Deutschlehrer, mit einem Tandempartner oder mit wem auch immer, aber eine Konversation auf Deutsch zu führen, ist für dich wahrscheinlich die beste Übung. Und für mich ist die beste Übung, ja, eine Konversation auf Japanisch zu führen. Und da ich auch nicht jeden Tag Zeit habe, einen Japanischunterricht zu nehmen oder mit anderen Leuten lange zu sprechen, deshalb führe ich diesen inneren Dialog auf Japanisch. Also, ich versuche es. Natürlich funktioniert das nicht 100%, aber wenn du mal bewusst hier mal 5 Minuten, da mal 5 Minuten, dann wirst du merken, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Ja, wir sagen das. Hier mal, da mal. Also wenn du hier mal Zeit hast oder da mal, das bedeutet immer, wenn es Zeit gibt. Hier mal, da mal, sagen wir. Und hier und da führe ich diesen inneren Dialog auf Japanisch. Hier und da, manchmal, wenn ich Zeit habe, wenn ich daran denke. Und du wirst sehen, die Zeit vergeht sogar ziemlich schnell. Ich habe nämlich, als ich das erste Mal probiert habe, habe ich gesagt, okay, Falk, ich versuche mal 3 Minuten diesen inneren Dialog mit mir selbst zu führen. Und dann habe ich die Zeit gestoppt und ich habe diese Gedanken gehabt, oh, ich möchte nachher Sport machen und am Wochenende, was mache ich am Wochenende? Vielleicht kann ich mich mit Freunden treffen oder ins Restaurant gehen. Und ich habe also diesen inneren Dialog geführt und dann habe ich auf die Uhr geschaut und oh, es waren schon 8 Minuten. Ich habe also 8 Minuten einen inneren Dialog auf Japanisch geführt und das ist ja schon mal nicht schlecht. 8 Minuten, wenn ich das ein paar Mal pro Tag schaffe, wenn ich das ein paar Mal pro Tag machen kann, wenn ich es in den Tag einbauen kann, dann summiert sich das, also es wird mehr und dann kann ich vielleicht sogar, ja, eine extra halbe Stunde oder extra 40 Minuten Japanisch in meinen Alltag integrieren. Und ich empfehle dir das auch. Versuch das mal. Am Anfang ist es vielleicht nicht so leicht, das zu übersetzen und man denkt, ah, mir fehlt diese Vokabel, ja, ich kenne diese Vokabel nicht, wie sage ich das? Aber es ist nicht schlimm. In Gedanken, wenn du den Gedanken nicht weiterdenken kannst, wenn dir die Vokabeln fehlen, kannst du diese Vokabeln entweder notieren oder du gehst einfach zu einem anderen Thema. Du springst zu einem anderen Thema. Ja? Wir sagen oft springen, von einem Thema zu einem anderen springen. Das wird manchmal auch negativ verwendet, also hey, warte, du springst von Thema zu Thema. Wir wollen bei diesem Thema bleiben. Aber es kann natürlich auch neutral sein, also von einem Thema zu einem anderen springen kann auch bedeuten, das Thema wechseln. Und das kannst du eben machen. Du kannst zwischen den Themen springen in deinen Gedanken, in deinem Kopf. Es ist ja deine Konversation. Alles ist erlaubt, auch Fehler sind erlaubt. Es geht einfach nur darum, die Sprache noch ein bisschen mehr in deinen Alltag zu integrieren. Und ja, ich kann es sehr empfehlen. Und darauf trinke ich jetzt noch einen Schluck Tee. Also, Selbstgespräche nennen wir das. Nicht laut, sondern wie gesagt, in den Gedanken.
Man kann natürlich auch laut mit sich Selbstgespräche führen. Also, wenn man alleine ist, vielleicht besser, nicht im Bus. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber ja, im Haus, in der Wohnung und einfach mal 5, 10 Minuten mit euch sprechen. Wie war euer Tag? Fragt euch selbst: „Hey, wie war dein Tag? Heute habe ich das gemacht. Heute habe ich Sport gemacht. Ich habe Musik gemacht.“ All diese Dinge und ihr werdet sehen, es wird euch helfen. Also, Selbstgespräche. Jetzt, sofort, nach diesem Podcast, möchte ich, dass du einen inneren Dialog auf Deutsch mit dir führst. Und zwar ja über die Gedanken, die dir gerade in den Kopf kommen. Also vielleicht zu diesem Video. Vielleicht kannst du deine Gedanken zu diesem Video ein bisschen sortieren und vielleicht auch gerne einen Kommentar schreiben. Wie gesagt, ich freue mich. Aber nicht zu viel schreiben. Das haben wir gesagt. Ein Kommentar reicht. Nur ein Kommentar. Das wäre schon super. Also, ich habe gehört, in Deutschland hat es sogar geschneit. Ja, ich war sehr überrascht. Heute ist der 26. November und ich glaube, ja, letzte Woche haben mir Freunde in Deutschland erzählt, dass es schneit in Berlin. Wie? Im November? Mitte November schneit es in Berlin? Das ist nicht natürlich. Oder sagen wir mal, das gab es früher nicht. Früher, als ich jünger war, als ich ein Kind war und auch als ich älter war, gab es im November eigentlich keinen Schnee. Und ja, im Dezember, ja, Ende Dezember vielleicht. Weiße Weihnachten. Also, wenn es an Weihnachten schneit, dann nennen wir das weiße Weihnachten. Und weiße Weihnachten hat es gegeben. Ich erinnere mich, wir hatten oft weiße Weihnachten, als ich ein Kind war. Aber ja, später, so die letzten 10, 16 Jahre, nee, da gab es keine weiße Weihnachten und der Schnee ist immer weiter nach hinten verschoben worden. Also es hat erst wieder, ja, Januar, Ende Januar vielleicht oder ja, Februar. Manchmal hat es sogar im März geschneit. Also ja, November, das ist sehr früh. Sehr, sehr früh. Wann schneit es bei dir? Schneit es in deinem Land auch im November? Oder hat es geschneit? Hier in Japan hat es nicht geschneit, noch nicht. In Tokio, also in Tokio nicht, in Japan, ich weiß nicht. Im Norden kann es schon sein, dass es vielleicht schon schneit, ganz im Norden. Da ist es nämlich kühler als hier. Mm, ja, in Tokio. Dieses Jahr hat es, glaube ich, im Februar, ja, eine Woche, ein paar Tage geschneit. Aber das war's. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so ist. Ich bin gespannt. Aber Schnee ist ja eigentlich auch, ja, ein Symbol für den Winter, oder? Also ich mag, wenn es mal schneit. Und zwar mag ich es besonders dann eine kleine Schneeballschlacht zu machen. Am liebsten ja mit meinem Bruder. Wir haben früher oft eine Schneeballschlacht bei uns im Garten gemacht. Also eine Schneeballschlacht, einen Schneeball geformt aus dem Schnee und dann geworfen, einen Schneeball werfen. Und ja, wenn wir beide werfen, Schneebälle aufeinander werfen, das nennt man Schneeballschlacht auf Deutsch. Und ja, das hat natürlich Spaß gemacht. Und es gibt noch ein anderes lustiges Wort, und zwar einseifen. Einseifen. Jemanden einseifen bedeutet,
ganz viel Schnee nehmen, ganz viel Schnee und das dann auf der anderen Person verteilen. Also es machen natürlich nur Kinder oder hauptsächlich Kinder, hoffe ich. Und als Kinder haben mein Bruder und ich, wir haben versucht, den anderen einzuseifen, also mit Schnee vollzupacken, Schnee auf ihn zu bringen. Einseifen. Es kommt von dem Wort Seife. Seife kennst du natürlich zum Waschen, zum Beispiel zum Händewaschen, aber auch wenn du duscht oder wenn du ein Bad nimmst, benutzt du natürlich Seife für den Körper und ja, deshalb nennt man das Einseifen, ne? Wenn man nämlich mit der Seife die Seife auf dem Körper verteilt, also auf dem ganzen Körper, diesen Prozess nennt man auch Einseifen. Und ja, Einseifen benutzen wir aber heutzutage hauptsächlich, ja, wenn Kinder draußen im Schnee spielen und dann mit dem Schnee den anderen versuchen voll zu machen, also einzuseifen. Aber sag nicht, dass ich dir gesagt habe, du sollst deine Nachbarn einseifen. Das bitte nicht. Aber ja, eine Schneeballschlacht, das macht natürlich Spaß. Okay. So, jetzt trinke ich meinen letzten Schluck Tee und dann beende ich diese Folge. Vielleicht können wir das so machen. Immer wenn ich den Tee ausgetrunken habe, beende ich die Folge. Das ist doch ein schöner Abschluss. Denn wie sagt man auf Deutsch so schön? Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.